Ein Tag in der Altstadt. Hallo, mein Name ist Lena. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Stuttgart. Heute habe ich frei und möchte einen Tag in der Altstadt verbringen. Ich liebe die alten Gebäude, die kleinen Gassen und die gemütliche Atmosphäre. Ich freue mich darauf, Neues zu entdecken und schöne Fotos zu machen. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein belegtes Brot mit Käse und trinke einen Tee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an. Ein T-Shirt, eine Jeans und meine bequemen Schuhe. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie, eine Wasserflasche und meine Kamera. Ich fahre mit dem Bus in die Altstadt. Die Busfahrt dauert etwa 15 Minuten. Während der Fahrt schaue ich aus dem Fenster und sehe viele bunte Häuser und Menschen, die zur Arbeit oder Schule gehen. Ich höre leise Musik und freue mich auf den Tag. An der Haltestelle steige ich aus und gehe in Richtung Altstadt. Die engen Gassen sind gepflastert und die alten Gebäude haben bunte Fassaden. Überall hängen kleine Blumenampeln und an den Türen stehen kunstvolle Verzierungen. Ich atme tief die frische Luft ein und fühle mich sofort inspiriert. Zuerst besuche ich den Marktplatz. Dort stehen viele Stände mit frischem Obst, Gemüse, Blumen und handgemachten Waren. Ich bleibe einen Moment stehen, um die schönen Stände zu betrachten. Ein freundlicher Verkäufer bietet mir eine Kostprobe von saftigen Äpfeln an. Ich lächle, probiere ein Stück und sage: „Das ist sehr lecker!" Ich kaufe ein paar Äpfel und kaufe auch frische Blumen für meine Wohnung. Der Marktplatz ist lebhaft und voller Menschen, die sich unterhalten und lachen. Ich mache viele Fotos von den bunten Ständen und den glücklichen Gesichtern. Nachdem ich den Marktplatz verlassen habe, laufe ich weiter durch die Gassen der Altstadt. Ich sehe viele alte Fachwerkhäuser, die sehr schön restauriert wurden. Einige Häuser haben kleine Cafés in den Erdgeschossen. Ich setze mich in ein Café auf eine Terrasse und bestelle einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Während ich esse, schaue ich mir die Straße an und lese die kleinen Tafeln an den Schaufenstern. Nach der Pause in dem Café gehe ich weiter und besuche ein kleines Museum, das sich in einem alten Gebäude befindet. Das Museum zeigt die Geschichte der Stadt. In den Räumen sehe ich alte Fotos, Werkzeuge und Kleidung aus vergangenen Zeiten. Ein Museumsführer erklärt leise die Ausstellungsstücke. Ich höre aufmerksam zu und schreibe ein paar Notizen in mein kleines Notizbuch. Es ist interessant, wie die Stadt früher war. Nachdem ich das Museum verlassen habe, mache ich einen Spaziergang am Fluss entlang, der durch die Altstadt fließt. Der Fluss ist ruhig und die Uferpromenade ist von Bäumen gesäumt. Einige Leute sitzen auf Bänken und lesen oder unterhalten sich. Ich gehe langsam am Wasser entlang, höre das leise Plätschern des Flusses und genieße die entspannte Atmosphäre. Dabei mache ich wieder viele Fotos von der schönen Landschaft und den alten Brücken, die den Fluss überspannen. Im weiteren Verlauf des Tages besuche ich auch einen kleinen Kunstladen in einer der Seitenstraßen. In diesem Laden gibt es handgemalte Bilder, Keramik und kleine Skulpturen. Ich unterhalte mich mit der Inhaberin, die mir erklärt, wie sie die Kunstwerke auswählt. Sie zeigt mir ein kleines Gemälde, das eine typische Szene der Altstadt zeigt. Ich finde es sehr schön und kaufe es als Erinnerung an diesen Tag. Später treffe ich mich mit einer Freundin, Maria, die in der Altstadt wohnt. Wir gehen gemeinsam zu einem Restaurant, das in einem historischen Gebäude liegt. Das Restaurant hat hohe Decken, große Fenster und einen alten Holztisch. Wir bestellen traditionelle Gerichte, zum Beispiel Maultaschen und einen frischen Salat. Wir lachen und erzählen uns Geschichten über unsere Kindheit und die schönen Orte in der Stadt. Es ist wunderbar, wieder Zeit miteinander zu verbringen. Nach dem Essen machen wir noch einen gemütlichen Spaziergang. Wir schlendern durch die engen Gassen, in denen kleine Geschäfte und Boutiquen stehen. Einige Läden verkaufen Antiquitäten und alte Bücher.
Wir schauen uns in einem Buchladen um, in dem viele alte Bücher ausgestellt sind. Maria findet ein interessantes Buch über die Geschichte der Altstadt und ich blättere in einem Bildband mit alten Fotografien. Die vielen Details in den alten Fassaden und Straßenzügen faszinieren uns beide. Als der Nachmittag langsam zu Ende geht, setzen wir uns auf eine Bank vor einem alten Brunnen. Die letzten Sonnenstrahlen werfen lange Schatten und die Gebäude leuchten in warmen Farben. Wir sprechen darüber, wie schön die Altstadt ist und wie wichtig es ist, diese historischen Orte zu erhalten. Maria sagt, ich liebe es hier zu leben. Jeder Winkel erzählt eine Geschichte. Ich nicke und mache noch ein paar letzte Fotos. Schließlich verabschiede ich mich von Maria. Ich gehe zurück zur Bushaltestelle, wo ich den Bus zurück in mein Viertel nehme. Während der Busfahrt schaue ich noch einmal aus dem Fenster und denke an die vielen schönen Eindrücke des Tages. Ich fühle mich glücklich, weil ich so viel erlebt und gesehen habe. Zu Hause angekommen, räume ich meine Einkäufe, meine Bücher und die mitgebrachten Erinnerungen ein. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und schaue mir die Fotos auf meinem Handy an. Mit einem zufriedenen Lächeln schreibe ich in mein Tagebuch: Heute war ein wunderbarer Tag in der Altstadt. Ich habe den Marktplatz besucht, ein Café genossen, ein Museum besichtigt und am Fluss spaziert. Ich habe schöne Kunst gefunden und mit einer lieben Freundin gelacht. Die Altstadt hat viele Geschichten und Details, die mich inspirieren. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Mit diesen schönen Erinnerungen und einem warmen Gefühl im Herzen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich noch einmal in Gedanken das leise Murmeln der Stadt und das Klappern der alten Pflastersteine. Ich träume von weiteren Entdeckungen in dieser faszinierenden Altstadt. Gute Nacht, liebe Altstadt. Bis bald. Ein Besuch im Aquarium. Hallo, mein Name ist Lukas. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Düsseldorf. Heute habe ich frei und möchte ins Aquarium gehen. Ich liebe das Meer und alle Tiere, die darin leben. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein frisches Brötchen mit Butter und Marmelade und trinke eine Tasse Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an. Ein T-Shirt, eine Jeans und meine bequemen Schuhe. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie, eine Wasserflasche und meine Kamera. Ich möchte viele schöne Fotos machen. Ich fahre mit dem Bus zum Aquarium. Die Busfahrt dauert etwa 20 Minuten. Während der Fahrt schaue ich aus dem Fenster. Ich sehe grüne Bäume, bunte Häuser und viele Menschen, die unterwegs sind. Im Bus höre ich leise Musik und freue mich auf den Besuch. An der Haltestelle steige ich aus und laufe zum Eingang des Aquariums. Das Gebäude ist modern und hat große Glasfenster, durch die man schon bunte Fische sehen kann. Vor dem Eingang stehen viele Besucher. Ich kaufe mein Ticket an einem Automaten. Eine Eintrittskarte kostet 8 Euro. Nachdem ich bezahlt habe, gehe ich durch den Eingang. Im Foyer des Aquariums ist es hell und freundlich. Überall hängen große Fotos von Fischen, Korallen und Meereslandschaften. Eine Informationstafel zeigt den Tagesablauf. Ich lese, die Fütterung der Haie findet um 11:30 Uhr statt. Ich notiere mir die Zeit in meinem Notizbuch. Zuerst gehe ich in den Bereich mit tropischen Fischen. In einem großen Becken schwimmen bunte Fische in allen Farben. Ich sehe Goldfische, Buntbarsche und kleine Clownfische, die zwischen den Korallen leben. Das Wasser ist klar und ruhig. Ich bleibe einen Moment stehen und bewundere die schönen Farben. Es ist, als ob ich in einem kleinen bunten Ozean bin. Weiter gehe ich in den Raum mit den Haien. Das ist mein Lieblingsbereich. Ein großes Becken zeigt verschiedene Haiarten. Ich sehe den weißen Hai, den Hammerhai und sogar einen Tigerhai. Ein riesiger Glastunnel führt durch das Becken. Ich gehe langsam durch den Tunnel und fühle mich, als ob ich mitten im Meer bin. Die Haie schwimmen um mich herum. Ich mache viele Fotos und schreibe in mein Notizbuch. Haie sind beeindruckend, aber ein bisschen furchteinflößend.
Nach dem Hai-Bereich besuche ich den Raum mit den Quallen. In diesem Raum ist es dunkel und geheimnisvoll. Glühende Quallen schweben langsam im Wasser. Ihre Körper leuchten in Blau und Rosa. Es sieht aus wie ein Traum. Ich bleibe lange stehen und schaue den Quallen zu. Ich fühle mich ruhig und fast, als ob die Zeit stillsteht. Dann gehe ich in den Bereich mit den Seesternen und Muscheln. Auf einem großen, flachen Becken liegen viele bunte Seesterne auf Sand. Einige Muscheln glänzen im Licht. Ich sehe auch einen kleinen Oktopus, der sich in einer Höhle versteckt. Ich lächle, weil die Tiere so friedlich wirken. Im nächsten Raum gibt es ein großes Becken mit Pinguinen. Ich liebe Pinguine, denn sie sind sehr süß und lustig. 2 Pinguine watscheln umher, während andere ins Wasser springen. Ein Mitarbeiter erklärt den Besuchern, Pinguine leben in kalten Regionen. Sie sind sehr gute Schwimmer. Ich höre aufmerksam zu und mache Fotos von den fröhlichen Pinguinen. Während ich durch das Aquarium gehe, höre ich leise Musik und das Plätschern des Wassers. Überall gibt es Informationsschilder mit einfachen Sätzen und Bildern, die mir helfen, die Namen der Tiere zu lernen. Ich schreibe in mein Notizbuch Wörter wie Hai, Qualle, Seestern und Pinguin. Ich mache auch einen kurzen Stopp in einem kleinen Café im Aquarium. Dort trinke ich ein Glas kaltes Wasser und esse ein Stück Kuchen. Während ich sitze, schaue ich durch das große Fenster in den Innenhof des Aquariums, wo man noch ein paar Fische in einem kleinen Becken sehen kann. Ich fühle mich entspannt und glücklich. Nach der Pause besuche ich noch eine Sonderausstellung. In dieser Ausstellung geht es um Korallenriffe. Es gibt viele farbenfrohe Bilder und Modelle von Korallen. Ich lerne, dass Korallen sehr wichtig für das Leben im Meer sind, weil sie vielen Fischen und anderen Tieren einen Platz zum Leben bieten. Ich lese den Text an der Wand und schreibe: Korallenriffe schützen das Meer und geben vielen Tieren ein Zuhause. Ich mache ein Foto von einem schönen Modell mit leuchtend roten und gelben Korallen. Zum Schluss besuche ich den kleinen Shop im Aquarium. Dort gibt es viele Souvenirs. T-Shirts mit Fischen, Schlüsselanhänger in Form von Haien und bunte Postkarten mit Bildern von Quallen. Ich kaufe einen kleinen Schlüsselanhänger in Form eines Pinguins, damit ich mich immer an diesen schönen Tag erinnern kann. Nachdem ich alle Bereiche des Aquariums gesehen habe, gehe ich wieder in den Foyerbereich. Ich schaue noch einmal auf die großen Aquarien in der Nähe und atme tief die kühle, feuchte Luft ein. Ich fühle mich inspiriert und froh, so viel Neues gelernt zu haben. Draußen vor dem Aquarium ist es inzwischen später Nachmittag. Ich gehe zur Bushaltestelle und steige in den Bus zurück in meine Heimat. Im Bus sehe ich durch das Fenster noch einmal das bunte Aquariumgebäude. Ich denke an die Haie, die leuchtenden Quallen und die fröhlichen Pinguine. Ich bin dankbar für diesen spannenden Tag. Zu Hause angekommen, räume ich meine Tasche aus und lege meinen neuen Schlüsselanhänger auf meinen Schreibtisch. Ich setze mich an meinen Computer und schaue mir die Fotos an, die ich gemacht habe. Mit einem Lächeln öffne ich mein Tagebuch und schreibe: Heute war ein toller Tag im Aquarium. Ich habe viele bunte Fische, beeindruckende Haie, leuchtende Quallen und süße Pinguine gesehen. Die Sonderausstellung über Korallenriffe war sehr interessant. Ich habe viel gelernt und schöne Fotos gemacht. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Mit diesen schönen Erinnerungen und neuen Wissen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich in Gedanken das leise Plätschern des Wassers und stelle mir die bunten Bilder des Aquariums vor. Ich träume von den Weiten des Meeres und den Geheimnissen des Ozeans. Gute Nacht, liebes Aquarium, bis bald. Ein Abend im Theater. Hallo, mein Name ist Sophie. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Köln. Heute Abend habe ich frei und möchte ins Theater gehen. Ich liebe Theaterstücke, weil sie spannend und unterhaltsam sind. Ich freue mich sehr auf diesen besonderen Abend. Am Nachmittag wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein belegtes Brot mit Käse und trinke einen Tee.
Danach ziehe ich ein schickes, aber bequemes Kleid an und mache mir die Haare. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie und eine kleine Kamera, um schöne Fotos zu machen. Ich treffe mich um 17 Uhr mit meiner Freundin Laura. Laura ist 27 Jahre alt und wohnt in der Nähe. Wir verabreden uns vor meinem Haus. Als wir uns sehen, umarmen wir uns herzlich. Laura sagt: „Ich freue mich sehr auf das Theaterstück." Ich antworte: „Ich auch, Laura. Es wird ein toller Abend." Gemeinsam steigen wir in den Bus, der uns ins Stadtzentrum bringt. Während der Busfahrt unterhalten wir uns über das Theaterstück. Laura erzählt, dass sie schon oft in diesem Theater war und die Schauspieler sehr gut findet. Ich höre gespannt zu und schaue aus dem Fenster. Die Busfahrt dauert etwa 20 Minuten und bald steigen wir an der Haltestelle Theaterplatz aus. Vor uns steht ein schönes altes Theatergebäude. Die Fassade ist elegant und an der Eingangstür hängen goldene Dekorationen. Ich kaufe mein Ticket an einem Automaten. Eine Eintrittskarte kostet 15 Euro. Laura kauft ebenfalls eine Karte. Nachdem wir bezahlt haben, gehen wir durch den Eingang in das Foyer. Im Foyer des Theaters ist es hell und festlich. An den Wänden hängen Poster mit Bildern von früheren Aufführungen. Eine freundliche Mitarbeiterin sagt: „Willkommen im Theater. Das Stück beginnt in 30 Minuten. Ich lächle und schaue mir kurz die Umgebung an. Es riecht ein wenig nach frischen Blumen, die auf den Tischen stehen. Laura und ich setzen uns in die erste Reihe im Zuschauerraum. Die Sitze sind bequem und der Saal ist gedimmt. Wir warten gespannt, während leise Musik im Hintergrund spielt. Nach wenigen Minuten wird das Licht langsam gedimmt und die Aufführung beginnt. Auf der großen Bühne erscheinen die Schauspieler in schönen Kostümen. Das Stück heißt Die Reise ins Glück. Die Geschichte handelt von einer jungen Frau, die viele Abenteuer erlebt und am Ende ihr Glück findet. Die Schauspieler sprechen langsam und deutlich, und ich kann gut folgen. Laura und ich lächeln und klatschen leise, wenn lustige Szenen beginnen. Während des Stücks wechselt die Bühne mehrmals. Es gibt Tanz- und Musiknummern, und die Lichteffekte sind sehr schön. Ich sehe, wie die Schauspieler verschiedene Rollen spielen. Manchmal spielt eine Person mehrere Figuren, und ich staune, wie gut sie sich verwandeln können. Ich mache ab und zu ein Foto von einem besonderen Moment, natürlich, wenn es erlaubt ist. Das Stück ist sehr spannend. In einer Szene reist die Hauptfigur in ein fernes Land. In einer anderen Szene findet sie neue Freunde. Die Musik und die Bühnenbilder machen die Geschichte lebendig. Ich merke, dass ich ganz in die Geschichte eintauche und die Welt um mich herum vergesse. Auch Laura scheint das Stück sehr zu genießen. Sie lächelt und nickt immer wieder. Nach etwa 2 Stunden endet das Theaterstück. Das Licht im Saal geht wieder an und die Zuschauer beginnen zu klatschen. Laura und ich stehen auf und applaudieren gemeinsam. Die Schauspieler verbeugen sich und das Publikum ruft: „Bravo!" Es ist ein schöner Moment und ich fühle mich glücklich und inspiriert. Nach der Aufführung verlassen wir den Zuschauerraum und gehen wieder ins Foyer. Dort sprechen wir mit einigen anderen Besuchern über das Stück. Eine nette Dame sagt: „Das war so schön. Ich habe mich wirklich verzaubern lassen." Laura und ich stimmen zu und unterhalten uns kurz über unsere Lieblingsszenen. Ich schreibe auch in mein kleines Notizbuch: „Theater macht mich glücklich. So viele Emotionen und schöne Momente." Draußen vor dem Theater ist es nun Abend. Der Himmel ist dunkel, aber die Straßen sind hell erleuchtet. Laura und ich beschließen, noch einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt zu machen. Wir gehen langsam und unterhalten uns weiter über das Stück und darüber, wie toll die Schauspieler waren. Die kühle Abendluft fühlt sich angenehm an und wir genießen die Ruhe nach dem aufregenden Theatererlebnis. Auf dem Weg zur Bushaltestelle machen wir noch ein paar Fotos von der beleuchteten Stadt. Ich sehe die schönen Lichter und die alten Gebäude, die in der Nacht besonders charmant wirken. Laura sagt:
Ein Abend im Theater und ein Spaziergang in der Stadt. Das ist perfekt. Ich stimme ihr zu und lächle. Schließlich steigen wir in den Bus und fahren zurück in unsere Stadtteile. Während der Busfahrt höre ich leise Musik und denke noch einmal an den wundervollen Abend zurück. Ich fühle mich inspiriert und dankbar, dass ich so etwas Schönes erleben durfte. Zu Hause angekommen, setze ich mich an meinen Schreibtisch und schaue mir die Fotos auf meinem Handy an. Ich öffne mein Tagebuch und schreibe: Heute Abend war ein magischer Abend im Theater. Ich habe das Stück Die Reise ins Glück gesehen, das mich zum Lachen, Weinen und Nachdenken gebracht hat. Die Atmosphäre im Theater war so schön und die Schauspieler waren großartig. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Theaterbesuch und auf weitere emotionale Momente. Mit diesen schönen Erinnerungen und einem warmen Gefühl im Herzen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, denke ich an die funkelnden Lichter der Bühne und die leisen Applausrufe. Ich träume von weiteren Abenteuern auf der Bühne. Gute Nacht, liebes Theater, bis bald.